Eines unserer letzten Ligaspiele hier in der Champions League. Zu Hause gegen Barcelona. Großer Name, großes Spiel. Wir haben nicht mehr ganz so den großen Druck, dass wir unbedingt was holen müssen, weil als Tabellenführer sind wir einfach weiter. Wir haben zwar noch ein paar Punkte zu holen, die wir rechnerisch holen müssten und theoretisch, aber die anderen nehmen sich ja auch gegenseitig die Punkte. Ich gehe mal davon aus, dass wir, egal auf welchem Platz wir weiterkommen, ins Achtelfinale, dass wir nicht über die Playoffs gehen müssen. Klar sind die Platzierungen auch wichtig. Es gibt ja keine Auslosung mehr. Es gibt ja diesen großen Turnierbaum, wo dann geguckt wird, welcher Platz spielt gegen wen in den Playoffs. Und der Sieger aus diesem Playoff-Spiel spielt dann gegen den auf Platz 2 oder 3. So, ne? Ihr wisst ja, wie das neue System läuft, muss ich euch ja nicht mehr erklären. Und deswegen trotzdem versuchen hier, sich nicht abschlachten zu lassen. Weil ich glaube, wenn Barca auch hier einmal auftritt und ernst macht, dann kann das, glaube ich, auch so eine 4-5-0-Klatsche geben. Aber soweit denke ich jetzt noch gar nicht. Ich freue mich. Ja, dass wir so ein Spiel haben. Wir haben dann noch den AC Mailand als Abschluss. Und wie gesagt, spätestens nach dem Spieltag sollten wir dann auch als Achtelfinalist feststehen. Aber wir müssen erst nochmal Yamal und Pedri und vorne Vitor Roque verteidigen. Jules Koundé dazu. Ter Stegen, Araujo. Also da ist schon viel Qualität auf dem Platz, die ich halt schon gerne hätte. Habe ich nicht. Wird also genau wie gegen die Bayern ein Gradmesser. Und ihr seht, die laufen auch schon vorne alles zu. Die sind gut im Pressing, schalten wahrscheinlich auch gut und schnell um, verschieben. Und natürlich muss bei uns auch ein bisschen Risiko mit dabei sein, wenn du so eine Mannschaft hier heute schlagen willst, beziehungsweise vor Probleme stellen willst. Aber Adingra ist nicht im Abseits. Rega war, glaube ich, im Abseits. Ekitike lässt sich fallen. Ja, die erste gute Chance. Vorher schon der eine Kopfball war jetzt nicht so gefährlich, aber das war gut. Fallen gelassen, zack, Abschluss. Dass nicht jeder Ball reingeht, ist auch klar, aber genau so kann es doch funktionieren. Mal gucken, wann Barca auftritt, wie die heute so drauf sind. Die sind auch Fünfter, die sind also auch weiter, gehe ich mal von aus. Da müsste auch noch ganz schön viel schief gehen. Wir schauen uns das nach dem Spiel mal genauer an in der Tabelle. Aber auch hier, genau wie in der Liga, werde ich nicht jeden Durchbruch verhindern können und auch nicht jeden Fehler vermeiden. Es wird immer Fehler geben. Wichtig ist, dass man die versucht zu minimieren. Dann bekommt man vielleicht nur 2 Gegentore und wenn man es halt nicht schafft, dann kriegt man halt auch mal 5 oder 6 Gegentore. Ich hoffe, dass wir heute nicht so viele Gegentore kriegen. Oh, jetzt kommt Barca mit der ersten Chance. Roque und Santos. Habe ich spekuliert. Da bin ich nochmal ins andere Eck gegangen. Da war die erste große Chance auch für Barca. So, Ekitike oben. Warum läuft er nicht mit? Brown. Der hat doch die ganze Seite frei. Lauf doch einfach mit. So, Brown gegen Jules Koundé. Auch ein ungleiches Duell. Aber warum nicht? Brown gegen Koundé, gibt den Einwurf, Zeit für uns. Und je länger wir Barca von unserem Tor fernhalten, desto weniger Gegentore gibt's, ne? Ist doch ganz klar. Ekitike, gut freigeschaltet, freigelaufen, aber Usun läuft halt auch auf Granit. Klar, das ist heute auch wieder eine Herausforderung. Eine Reifeprüfung, gerade für die Jungen. Ja, Adingra, Usun, Listesch, Ekitike sind ja auch noch sehr jung. Da braucht man auch mal so einen Fofana oder so einen Kopmann das in der Mitte, der die jungen Wilden da zusammenhält. Und diese Lücken, die müssen wir halt vermeiden. Und diese Durchbrüche, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Dimitriou gut verteidigt. So schnell kannst du gar nicht reagieren und den Spieler wechseln. Ich hatte es schon mal erwähnt gegen die Bayern. Da kannst du nur zugucken, da kannst du den Controller hinlegen und hoffen, dass der Keeper den Ball hält. Mehr gibt es da dann nicht zu machen. Usun auf Brown. Ja, unnötig. Weil halt auch einfach wieder zu viel Platz war. Den Ball hätte er da gar nicht hinspielen müssen. Kopmanners, komm. Sieger im Zweikampf, wichtig. Ne, sage ich ja. Kopmanners, Fofana, gerade für so Spiele sind die sehr, sehr wichtig. So, und der nächste Angriff, komm. Starten wir gleich mal den Versuch, aber Araujo gegen Ekitike. Auch da von hinten einfach mal kurz in die Beine gegangen. Und jetzt aufgepasst, Vitor Roque. Achtung, unten oder er schießt. War nämlich noch Platz, unten den Ball auch in die Tiefe zu spielen. Das zum Thema Glück. Spekulieren, ja, weiß ich nicht. Ich nenne es ja Glück. Spielglück. So, Dimitriou war auch mehr Glück als Verstand. Der sollte so eigentlich gar nicht gespielt werden. Aber ihr seht, Barca macht's dicht im Mittelfeld. Da arbeitet halt auch jeder mit nach hinten. Selbst Yamal auf dem Flügel. Jetzt vielleicht Brown mit ein bisschen Platz. Ekitike. Ja, wir kriegen den nicht ins Spiel vorne. Die Flanken, die sind genau wie bei Münster einfach schlecht. Also egal welche flankt, die kommen gar nicht erst zum Mitspieler an. Jetzt vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ist wieder einer dazwischen. Listesch und jetzt aber Ekitike aus der Drehung. Ah. Schade, da fehlt ein Meter. Und eine 10. Sekunde, dann hat er den Ball vorher.
Listisch, ja. Barca rückt dann auch schnell drauf. Unten erwarte ich jemanden. Adingra gegen Loco. Es ist wie Handball hier. Ah, unnötiger Fehlpass. Da wollte ich auf Koopmannes und dann mal drauf schießen. Und jetzt aufgepasst. Diese Durchbrüche, die kannst du nicht verhindern. Aber Brown ist da. Sehr schön. Die war sehr, sehr wichtig, die Grätsche. Weiter geht's. Jamal über den Flügel. Bleibt wieder an Brown hängen. Sehr gut. Aber Achtung, Barca kommt. Nächste Chance, Petri. Auch da alleine gegen alle. Was macht er? Genau, diese Durchbrüche. Da hätte ich eigentlich mit einem härteren Schuss gerechnet. Aber die 0 steht. Nach 40, 41 Minuten. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance vor der Pause. Adingra wird geschickt. So, jetzt warte ich wieder auf Ekitike. Vielleicht kommt der besser. Ja, auch wieder zu kurz, zu flach. Da ist überhaupt kein Schnitt dahinter. Überhaupt gar kein Tempo. Also der verhungert ja in der Luft. So, letzte Chance vor der Halbzeit. Jeremai. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ist auch nicht immer ein gutes Zeichen, wenn ich die Jungs noch nie vorher gehört habe. Rocke. Achtung, da muss einer draufgehen. Koch ist da. Sehr schön. Grätsche von Usun. Und Reger schleppt den Ball in die Pause. Es ist ein spannendes Spiel. Sehr, sehr knapp, weil Barca halt mit jeder Aktion, mit jeder Zehntelsekunde halt auch einfach frei vor unserem Tor stehen kann. Da kann ich noch so viel defensiver oder so viel defensiv stehen, wie ich will. So tief stehen. Das geht halt irgendwann auch nicht mehr gut. Wie spielt Barca eigentlich? Muss mal gucken. Ein breites 4-2-3-1. Dann haben die noch so auf der Bank. Da sind halt noch so ein paar Cracks wie Longley, Isaksen, Paul Victor Nachwuchsmann, Meinu, Dumbia sieht auch nach Nachwuchsmann aus. Lewandowski hat nur noch eine 80er Stärke. Gut, der wird jetzt auch wahrscheinlich seine letzte Saison spielen. Jeremy Doku, 86, Iñaki Peña. Also es ist auch noch eine gute Reservebank. Wir sind ja auch schon im Jahr 28, 2029. Ich glaube 2029. Deswegen hat Lewandowski zum Beispiel auch nur noch eine 80, weil der kommt auch irgendwann in die Jahre. So, was passiert jetzt hier? Halbzeit 2 und wieder der Durchbruch. Und anstatt sich Brown auch da einfach mal dazwischen schiebt, von selber, macht er nicht. Gibt es jetzt dieses Führungstor. Das wird halt eiskalt bestraft, ey. Wir verteidigen das 45 Minuten lang richtig gut. Dann lässt sich Brown zu leicht abkochen von Jamal. Und dann ist wieder die Entscheidung 50-50. Was machst du? Stellst du hinten zu? Machst du den Raum dicht zum Tor? Hier. Da hatte ich jetzt eher mit einem Rückpass spekuliert und dann, ja, läuft Jamal allein aufs Tor zu. Nichts zu machen. Da gibt es nichts zu machen, nichts zu halten. Drittes Tor von Jamal im 6. Spiel. Jetzt haben wir halt, eine Aufgabe, der wir uns natürlich stellen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen mehr zeigen. Vielleicht ist das der Beginn. Aber warum spielt er denn jetzt erst? Habt ihr gerade die Verzögerung gesehen? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum verzögern die? Zieh doch einfach durch. So, nächste Chance. Brown kommt wieder nicht hinterher. Und dann muss ich ja gezwungenermaßen mit dem Innenverteidiger hier erstmal raus. Und dann wieder die Chance. 50-50. Was macht er? Das macht er nicht nochmal aus Spitzenwinkel. Aber es geht auch keiner von alleine hin, ey. Wir leben echt sehr, sehr gefährlich. Also das wird dann später dann im Achtelfinale, egal gegen wen wir spielen. Das wird eine richtige Hausnummer. Und ich konnte mich halt im Winter nicht verstärken, weil es ist halt niemand frei gewesen. Niemand, der bezahlbar ist und niemand, der auch wirklich gut für unser Team wäre. Ekitike, mal mit einer Einzelaktion. So, Jitsunde gegen Listesch. Das ist natürlich auch ein Qualitätsunterschied, ist doch logisch, aber das zum Beispiel auch. Das war auch ein bisschen riskant, war zu schnell gespielt, aber der Ball muss halt auch ankommen. Dann in so einer Situation. So, Achtung, Durchbruch. Ja, gibt zwar Freischuss für Barcelona, aber da wäre er wieder gewesen. Diese Meter, die sich dann die Spieler den Ball vorlegen, dann brauchst du auch gar nicht hinterherlaufen. Weil du kommst da nicht hinterher. Weil dann wird es klingeln. Dann ist der auf jeden Fall drin. Hier schon wieder. Die Lücke wäre da gewesen, Rocke. Und die Chance umzuschalten. Aber wir kriegen gar nicht den Ball so schnell in unseren eigenen Reihen gespielt. Oder beziehungsweise die Spieler drehen sich gar nicht so schnell, dass da irgendwas möglich wäre in Richtung Remis oder so. So, und wieder Rocke. Durchbruch, ja, aber Koch ist da. Koch hat aufgepasst. Solange das immer so abläuft, ist okay. Dann können wir es auch probieren. Jetzt, wenn ich natürlich auf die Offensive gestellt habe, bin ich gespannt, wie sich das in der Defensive macht. Reger, Ekitike, ja, haben sie spekuliert. Und jetzt ist er wieder frei. Und diesmal macht er den. Der Ausgleich, Ekitike.
So kann es halt auch klappen. Wir müssen halt auch das Risiko dann mal nehmen. Ja, und auch im richtigen Moment den Ball nach hinten spielen. Da hat der Barca-Verteidiger auch wieder gut verzögert. Wollte den Passweg zustellen, aber dann ist er durch. Und ja, er macht diese Dinger. Ja, er verschießt zwar auch ein paar aus der Position, aber er macht sie. Ja, in 90% der Fälle. Da kann ich ruhig mal auf meinen Tisch klopfen. Also 1-1, es geht doch. Wir können es, wenn wir die Lücken haben, wenn wir mutig nach vorne spielen. Wir können das auch gegen Barcelona. Und na klar brauchen wir jetzt auch ein bisschen Spielglück. Ja, Stichwort Durchbrüche. Hier, Brown gegen Yamal, der wird heute echt schlecht schlafen. Gehe ich von aus, aber wie gesagt, das ist ein großer Qualitätsunterschied. Der kommt nicht ran. Und der wird jetzt auch wieder reingehen. Das wird klingeln, wenn das so weitergeht. Reger. Ja, natürlich auch nicht so riskant hier hinten rausspielen, aber ich will den nicht nach vorne schlagen, weil dann laufen wir wieder unnötig hinterher. Von daher schön hier rausspielen und dann auch die Lücken suchen. Guck mal, wie die mit nach hinten arbeiten, ey. Aber genauso muss es sein. Die Passwege zustellen, aber die kriegen auch nicht alles verteidigt. Ekitike. Oh, Usun ist unten frei. Warum läuft er nicht durch? Ja, weil er den Platz lässt für Ekitike. Aber da wollte ich Usun dann auch mal in den Raum schicken. Achtung. Dimitrios dazwischen. Sehr schön. Brown, Ekitike. Usun. Fofana. Außen Adingra. Kein Abseits. Oh, kriegt den Ball nicht. Aber Reger müsste den kriegen. Jawohl. Kommt vor dem Aus. Jawohl. Gut gemacht. Und dann hintenrum aufbauen. Die Lücken suchen. Barca auch ein bisschen versuchen zurechtzulegen. Und dann mutig nach vorne. Adingra, Ekitike. Sonst steht keiner in der Mitte. Die stehen alle hinten. Am 16er, alle warten sie. Usun. Guckt man das vielleicht mal mit einem Gewaltschuss. Ja, aber ungefährlich. Aber mal ein Abschuss. 10 Minuten sind es jetzt noch. Ich müsste eigentlich mal durchwechseln. Der Listisch ist zum Beispiel schon am Arsch. So, wir stehen hoch. Vielleicht zu hoch. Ja, ein bisschen riskant. Aber Dimitrio gewinnt auch diesen Ball. So, und der nächste Angriff. Es geht viel über rechts. Über Listischs Seite geht bislang sehr, sehr wenig. Oh, Usun ist da. Usun hat Platz. Und natürlich wird der Schuss geblockt. Wäre auch abseits gewesen von Ekitike. Ja, 7 Minuten noch. Bleiben wir ungeschlagen. Oder nicht? Gibt es die erste Niederlage hier in der Saison? Ich hoffe nicht. Dann würden wir nämlich hier ein Remis mitnehmen aus einem wirklich sehr intensiven Spiel. Aus einem Spiel, was Spaß gemacht hat. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch 5 Minuten mit Nachspielzeit. Wir können hier auch noch gewinnen. Und egal, ob der Gegner hier Barca heißt oder nicht, ich will das Spiel gewinnen. Fofana, der kann auch so gut von Weiden schießen. Aber guck mal, das eigentlich auch, der hat auch einen guten Schuss. Usun, Fofana, Adingra über außen. Jetzt sind ein paar Leute in der Mitte. Jetzt eine gute Flanke, aber Usun kommt da ran. Schade, zu wenig Kraft. Vor allem gegen Araujo. Den Zweikampf da zu gewinnen. Ein Angriff jetzt noch, den müssen wir irgendwie verteidigt kriegen. Yamal. Der versucht jetzt nochmal über den Flügel gegen Brown. Das wird die letzte Aktion des Spiels. Bitte nicht. Brown gegen Yamal. Hinten steht er. Da ist Rocke. Achtung, Petri. Allein gegen alle. Petri! An die Latte und... Oh, nee. Was mache ich denn? Ich habe zurückgeköpft, weil ich dachte, dass den dann Santos in die Hand nimmt. Dann wäre das Spiel nämlich vorbei gewesen. So gibt es jetzt nochmal einen Eckball für Barca. Allerletzte Aktion jetzt. Wir sind schon eine Minute über die Nachspielzeit drüber. Araujo und Achtung, der Schuss von Vitor Roque. Aber auch den hält Santos. Und dann ist Schluss. Nach 94 Minuten. Wir spielen 1-1 gegen Barca zu Hause. Super Spiel. Bleiben weiterhin ungeschlagen und stehen da mit dem Achtelfinale. Wir gucken uns gleich nochmal die Tabelle an, wie die anderen gespielt haben. Und dann müsste das für das Achtelfinale reichen. Ein schönes Spiel. Oh, die Bayern können doch noch gewinnen in der Champions League. Immerhin verabschieden sie sich mal mit einem Sieg. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter mit hinzu. Aber das ist nach wie vor die Überraschung im negativen Sinne, dass die Bayern es einfach nicht bis in die Playoffs zumindest mal geschafft haben. Jetzt der HSV. Oh, könnt ihr euch an das Spiel in der Hinrunde erinnern. Ist noch gar nicht so lange her. 3-3, wildes Spiel. Hat sich nicht viel verändert. Wir sind oben, die Hamburger sind unten. Wir spulen erstmal vor, gucken auf den Gegner und dann schauen wir uns mal die Champions League an. Wie es da in der Tabelle aussieht, wer schon weiter ist, wer wahrscheinlich in die Playoffs muss, wer noch um die Playoffs zittern muss. Bleiben auch nach wie vor Erster. Robin Koch hat ein Angebot aus Frankreich erhalten. Das geht jetzt schon los, ey, das Transferfenster. Ach, ein Tauschspieler. Madi Camara. Nee, Quatsch. Also, das verstehe ich immer nicht. Die bieten mir einen schlechteren Spieler an für meinen mitbesten Innenverteidiger. Das ist doch eigentlich klar, dass ich da Nein sage, Junge. So, ich fühle mich fit. Ah, Fofana ist wieder fit. Sehr schön.
Das heißt, die Zeit von Listesch ist jetzt erstmal vorbei auf dem Flügel, hat er gut gemacht. Das heißt, Fofana kann jetzt gegen den HSV sein Comeback feiern. Die haben die letzten 5 Spiele zweimal gewonnen, 3-mal jetzt zuletzt nicht gewonnen. 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Ich hoffe, das bleibt dabei. Ich hoffe, dass wir uns revanchieren können für dieses ziemlich schlechte Spiel. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, jetzt wo ich es gerade sehe, Jugend-Scout-Mission aus Brasilien. Unser Scout hat die ersten Berichte aus Brasilien, da habe ich ja für Verteidigung und so weiter was gesucht. Und wir gucken mal, ob hier schon die ersten gut mit dabei sind. Was haben die hier so für ein Gehalt? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so schön aus. Bruno Silveira, Breno Menezes, Felipe Silva. Ja gut, es gibt wahrscheinlich bessere Brasilianer. Wir lassen ihn trotzdem auf unserer Liste und wir gucken mal, vielleicht hat er ja im nächsten Monat ein bisschen mehr Glück. So, hier haben wir noch die Bestätigung, dass Malik Fofana wieder fit ist. Also kommt er wieder rein. Obwohl er noch ein Pflaster ist, aber das wird schon gehen. Der hat ja selber gesagt, er kann spielen. Mal gucken. Vielleicht kann er auch noch nicht spielen. Vielleicht muss ich hier noch auf die Bank tun. So, also zum Abschluss gucken wir auf die Champions League-Tabelle. Müsste fürs Achtelfinale reichen. Würde mich schon sehr wundern. Wir gehen als Tabellenführer in den Spieltag. Bayern hat schon gespielt. Haben wohl offensichtlich nicht gewonnen. Doch gegen Gladbach gewonnen. Leipzig hat auch schon gespielt, hat auch gewonnen. Die machen also ihre Hausaufgaben. Wir müssen das auch tun. Wir müssen gegen Hamburg auch zu Hause gewinnen. So, Champions League. Wir sind Zweiter. Liverpool ist auf der 1. Also unser zweites Unentschieden. Genau, habe ich irgendwas anderes erzählt? Ne, egal. Also wir sind weiter. Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf Lyon. Die sind 9. Bei einem Spiel ist das nicht mehr aufzuholen. Also wir sind im Achtelfinale ohne Playoffs. Wir stehen unter den besten 16 Teams in Europa. Dann gucken wir mal kurz in die Playoffs rein. Wer muss da noch zittern? Das wird noch relativ spannend am letzten Spieltag. Also von Atletico bis Besiktas. Da kann theoretisch noch jeder weiterkommen, außer Bayern, Bilbao, Braga, Benfica und Craiova. Also Benfica und Bayern, das ist wirklich die negative Überraschung. Juve allerdings auch, 29. Wolfsburg ist 28. Atletico 24. Also dieses neue Ligensystem. Ich habe das am Anfang auch schlecht geredet und verdammt, aber es ist irgendwie interessanter. Spannend auf jeden Fall, ja, als diese Gruppenphase, da war es ja meistens schon nach 3-4 Spieltagen zu Ende. Da entscheidet es sich auch am 8. Spieltag, weil die alle zeitgleich spielen und wenn da zig Tore fallen, da kann alles Mögliche passieren. Also wir sind auf jeden Fall weiter. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auf einem guten Platz das Ganze beenden. Also wir werden mindestens mal 7. Ich hoffe, dass wir 2. oder 1. werden. Ich spekuliere schon mit einem leichteren Gegner, aber für mich gibt es halt auch keine leichten Gegner in der Champions League, egal wer da kommt. Also macht's gut, nächstes Spiel gegen Hamburg zu Hause und dann wollen wir in der Bundesliga auch wieder mal ein ordentliches Spiel abliefern. Macht's gut, ciao, ciao.